Quickies, kurz, knackig und zackig. Heute Gleise altern. Schwellen, Schienen, Kleineisen. So sehen Modellbahngleise aus. Nicht alle, aber viele. Die Schwellen haben überall exakte 90-Grad-Winkel und die Schienen sind glänzend. Wie jeder leicht erkennen kann, sieht das Vorbild völlig anders aus. Angefasste Schwellenkanten und olivbräunliche Schienen prägen den Eindruck dieses Gleises. Gibt's doch gar nicht, verranzte Nebbebahn hier! Könnte man vermuten, aber es ist die Hauptbahn Friedberg-Hanau. Vor längerer Zeit stillgelegte Gleise können auch einen Farbton im Bereich helles Olivgrün aufweisen. Na, zumindest ein helles Oliv bis Moosgrün kommt hin. Eine weitere Sache, die beachtet werden sollte: Schienen verändern ihre Farbe, je älter sie werden. Hier im Bild liegt eine neu zu verlegende Schiene im Gleis zwischen den beiden alten Schienen. Während die neue Schiene fast orange aussieht, haben die beiden anderen Schienen die bereits erwähnte braun-olivgrüne Farbe. Der Blick von oben gibt einen besseren Eindruck, welche Farben zur Modellbahn passen. Das Gleis wurde hier im Farbton Rost lackiert. Irgendwann wird es auch noch im Farbton Umbra lasiert. Da sich die Farbe der Schienen sowieso unablässig ändert, sei es durch Alterung oder durch Lichteinfall, habe ich mich auf die Alterung der Schwellen konzentriert. Der Vergleich zum unbehandelten Originalgleis macht deutlich, wie stark sich die Schwellen verändert haben. Im Folgenden habe ich mal ein paar Arbeitsschritte für ein Lenz Spur 0 Flexgleis umrissen. Als erstes wurden die Stege entfernt, die die Schwellen miteinander verbanden. Danach wurden die vereinzelten Schwellen mit der Farbe Rost um die kleinen Eisen herum bearbeitet. Das Bild rechts oben zeigt die weitere Vorgehensweise. Der nächste Schritt war die Lackierung der Schwellen in der Farbe Umbra. Die nun recht dunklen Schwellen wurden in helleren Farben graniert. Dies hat primär den Zweck, die Vertiefungen stärker zu betonen. Außerdem lassen sich Schwellen farblich so dem späteren Einsatzort anpassen. Eine weitere Sache, auf die ich Wert lege, ist der Blick zwischen den Schwellen unter der Schiene durch. Das ist normalerweise bei Lenzgleisen nicht möglich, weil direkt unter den Schienen Plastikstege verlaufen. Erst wenn die rausgetrennt werden, ist eine entsprechende Optik möglich. Was in Spur 0 möglich ist, kann man natürlich auch in H0 machen. Allerdings wird man den Blick unterm Gleis hindurch mit dem Märklin-K-Gleis eher nicht hinbekommen. Hier würde dann wahrscheinlich nur ein normales Zweileitergleis helfen, bei dem man einen Mittelleiter nachrüstet. Auch das Anmalen der kleinen Eisen ist eher eine Aufgabe für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Auch das Anfasen der Schwellen kann in H0 eine recht diffizile Arbeit sein, die eine gewisse Erfahrung erfordert. Eine weitere Möglichkeit ist, das ganze Gleis zusammenzubauen, einzuschottern und anschließend mit Airbrush einzufärben. Allerdings habe ich das noch nie gemacht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man hinterher wieder alle stromführenden Stellen blank machen muss. So, das war's für heute. Und ansonsten gilt: Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen klicken, Videos angucken und die Videobeschreibung ansehen.